Hi, hi. Hoffe, es geht euch gut. Fasi hier von der Master Academy, heute von zu Hause. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Muss ja das Setup mal checken. Genau. So, ihr seht meinen fantastischen Hintergrund. Ja, ich habe sehr viel Glück, lebe sehr, sehr privilegiert. Ist natürlich nur ein Bild, wie ihr sehen könnt. Ja, hoffe ich, dass ihr zahlreich da seid. Heute machen wir ein bisschen Question and Answering, Q&As. Haut raus, die Fragen. Genau. Mal gucken, was hier für schöne Fragen kommen. Wer ist dann alles da? Bim, bim. So, sollten eigentlich live sein. Ich gucke mal auch mal ganz kurz parallel hier aufs Handy, dass das hier alles klappt. Ja, da bin ich. Jo, passt. Ja, stellt ruhig Fragen. Ist überhaupt schon jemand da? Seid ihr auch alle da? Ja, hi. Guten Abend, Winnie. Guten Abend, Steffen. Ah, ja, Doktores. Doktortitel. Grüß euch. Hi. Cello. Cool. Mister Jukebox. Ja, Office sieht geil aus, finde ich auch. Das haut auf jeden Fall rein. Genau. Habt ihr mein neues T-Shirt gesehen? Oh. So. Ja, dann legt mal los hier, ihr schönen Menschen. Nett, dass schon einige eingeschaltet haben. Was gibt Schönes? Welche Fragen habt ihr? Habt ihr irgendwas? Guck mal, meine Haare sitzen. R wieder, sagt der Winnie. R. Emergency Room, auf jeden Fall, Mann. Genau. Bist du im Urlaub? Nope. Ja, T-Shirt finde ich auch nice, finde ich auch Type. Dankeschön. Habt ihr ja Gott sei Dank auch so was Schönes? Ne, im Urlaub bin ich nicht. Wer ist dein Friseur? Steckdose. Morgens aufstehen, nichts tun. Schnell in die Academy und einmal Steckdosen Ottia. Oh, und schon sitzt das. Was für 'n Glück, wa? Ja, meine Freunde, gibt's irgendwas Schönes? Haut mal raus hier. Schön, dass ihr da seid. Fragt mal 'n bisschen. Finde ich auch. Irgendwas kann man hier mal irgendwas Cooles einstellen. Andrea sagt: „Hi, hi Andrea, grüß dich." The Queen. So, ihr hübschen Menschen, gibt's was Schönes? Ne, das ist wieder das Ding. Ich kann ja mal 'n paar Anekdoten erzählen. Guck mal bitte. Da ist wieder die Brille, ne? Ich sage der Person auch noch dem Optiker auch noch: „Bitte so entspiegelt, dass ich dann im Prinzip auch damit arbeiten kann." „Ja, ja, kein Problem. Sie zahlen extra." So viel dazu. Hat ja geklappt, wa? Spiegelt sich bis zum geht nicht mehr. Hallo. So, Lockheed. Bin zu Lockheed gegangen, Großmama. Stellt mal 'n paar Fragen hier. Was ist los? Noch mal ganz kurz für alle, wir werden wahrscheinlich noch 'ne Rubrik einfügen. Also, ich hatte das ja schon mal angekündigt, Stem Mixing, dann Mastering. Dann gibt es eine Rubrik, die da heißen wird Q&A wie jetzt, wobei ich gucke, dass ich das dann nicht zu oft mache, weil anscheinend gibt es keine Fragen. Und da können wir auch mal Shootouts machen mit Plugins. Das ist ganz gut angekommen, die Limiter-Shootouts. Vielen Dank für mein neues Master zu Rhythm of Dance. Au! Die letzte Version sprengt alles weg. Boom! Dankeschön. Du bist der Beste morgen. Ne? Ihr wisst, was man sagt. Wenn ihr die Glückseligkeit erreichen wollt, dann immer gen Morgen. Gruß aus Rom. Schwesi, Baby. Ah, Italiane, Italiani. Ja, dankeschön. Sprengt alles weg. Das ist super. Das wollen wir hören. Morgen. Solange bis du zufrieden bist. Da kennen wir nix. Mua. Ja. Habt ihr irgendwelche schönen Fragen? Ihr könnt auch irgendwie was ganz anderes fragen, wenn ihr Lust habt. Zum Beispiel, was machst du so, wenn du, ja, nicht gerade hier vor der Kamera stehst? Ich glaube, ja, Ghetto DRL auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten Ghetto Onlyfans machen. Das bringt dann Kohle ein, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der richtige Mann dafür bin. Ich glaube, Tai passt da besser vom Aussehen. Da geht einiges. Tja, ihr seht, ich langweile mich mehr oder minder, weil keiner Fragen stellt, deswegen labere ich nur Quatsch. Und es ist mir völlig egal.
Das ist das Gute heutzutage. Jeder Depp kann ins Internet und irgend Quatsch erzählen. Hallo, Depp. So, Face-Screen Smiling, auf jeden Fall, Mann. Ja. So, ihr Hübschen, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwas Schönes? Worauf sollte ich Heinz im Glück, sehr gut. Worauf sollte ich achten, wenn der Bassbereich Stereo sein soll, aber dennoch stereokompatibel? Hm. Also, der Mono-Button ist schon mal 'n sehr, sehr guter Punkt. Da kann man mal gucken. Und worauf man eher achtet, ist, man sorgt dafür, dass vielleicht das Bassfundament, sagen wir mal, die Tonart oder entsprechend der Tonart liegt bei 200 Hertz oder was auch immer. Dann würde man im Prinzip darauf achten, dass das eher mono klingt und alles, was so an Harmonics ist, man dann eben anschauen kann, dass man das so 'n bisschen auch in die Stereobasisbreite verteilt. Es gibt so 'n typisches Phänomen des Detachments. Das ist das Problem. Monokompatibel, meinte ich. Also, wenn du den Bass stereoised mit Effekten wie Haas-Effekten, Delay-Effekten sozusagen, dann ist es sehr gefährlich. Man kann es bis zum gewissen Grad. Alles kann irgendwie entsprechend dosiert werden. Basslane, genau, das wollte ich grad guck mal, Vincent, zwei Mastering Academy Dudes, ein Gedanke. Basslane vermag es sehr, sehr krass. Das ist von, Tone Projects, die auch diesen Unison machen, den Kompressor, Mastering-Kompressor. Vermag es sozusagen, das zu nehmen, was im Bass schon da ist, was in der Mitte ist, und das anzusaturieren für die, ähm, ja, Stereoinformation, für die Antiphase, wenn man so möchte. Genau. Das ist so das, worauf ich achten würde. Und ich würde immer den Mono-Button drücken. Geht Bass verloren, klingt es hohl. Friedemann sagt immer, es klingt hohl, und er hat vollkommen recht. Das hat so 'n Gefühl, als wenn Musik ist am Ende des Tages immer Emotion, die man empfindet. Und wenn man das Gefühl hat, grade im Bassbereich, es massiert, ich kann es besser nicht ausdrücken, wirklich, es massiert, wir hatten das heute wieder in der One-on-One, dein Brust und dein Bauchbereich. Wenn das nicht der Fall ist irgendwo grade im Fundament, grade da, wo der Bass drücken muss, ist da ein Loch. Es klingt hohl, es ist nicht kräftig genug, und da gibt es dann Phasenprobleme. Da muss man immer dann noch mal gucken. Genau. Ein ganz bekannter Trick ist, den Bass zu nehmen, den zu duplizieren, eine Oktave höher, den halt anzusaturieren und den mehr an die Saiten zu verteilen, damit der eigentliche Bass Mono ist. Und dann ist es ja auch immer 'ne Frage von Amplitude, das heißt von Lautheit, von Lautstärke. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir nur 'n bisschen davon an den Saiten haben, dann hörst du keine Phasenschweinereien. Ne, und das ist monokompatibel. Ja, so 'n Multikorrelationsmesser gibt dir so 'n Anhaltspunkt. Wenn da mal was ins Rote geht, sollte man mal gucken. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Genau. Ja, ja, schwimmen ist genau richtig. Ist halt einfach, es drückt halt nicht. Wie kann man Harshness in Vocals reduzieren? Ja, gibt viele Wege nach Rom. Das ist das Ding. Also, Harshness eigentlich mit High-Frequency-Limitern, das ist so 'n typisches Ding. Das bedeutet, am Ende des Tages hat man eine Shelf-artige Situation, einen High Shelf, der sozusagen, so wie man ihn einstellt, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird, dann am Ende des Tages sozusagen dann, ja, komprimiert. Das ist so eine Sache, die man machen kann. Man kann es auf die Spitze treiben. Man nimmt 'n dynamischen EQ, nimmt dann eben kein Shelf, sondern man nimmt 'n Bell. Man kann De-Esser verwenden, die funktionieren sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr geiles Tool dafür ist Sooth, wenn man weiß, wie man das einsetzt, auf Spektralebene. Multiband-Kompressoren können es genauso. Im Prinzip muss man genau das, wo man das Problem hat, wo die Harshness ist, adressieren. Ja, je spezieller das Tool, Multiband bedeutet mehrere Bänder, ich kann das Band bestimmen. Dynamische EQ bedeutet, ich kann mir ein Band wählen in diesem Bereich sozusagen. Genau. Und von welchem Bereich sprechen wir genau? In der Regel von dem, was wir am besten hören. Ich würde sagen 2 Kilohertz bis 6 Kilohertz. Da sollte man erst mal gucken. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Lieblingstool, mein neues Lieblingstool, SideMinder 2, auf jeden Fall monströs. Ja. Ja, Kombination der Tools, sehe ich absolut genauso. Allein schon, wenn du Attack und Release nicht beeinflussen kannst bei Harshness. Das ist natürlich, ne, je harscher etwas ist,
desto mehr Saturation, desto mehr schnelle Transienten sind vorhanden in einem und desto mehr Amplitude ist vorhanden in einem bestimmten Areal, was du sozusagen unter Kontrolle kriegen willst. In der Regel die oberen Mitten bei Vocals. Und wie du das dann machen kannst, ist, du solltest idealerweise, wenn du das DAXst, wenn du's komprimierst, dann solltest du idealerweise, schnelle Attack-Zeiten nehmen, weil die Transienten sehr, sehr schnell sind, sonst kriegst du sie nicht. Das ist eben das Problem. Der FabFilter Pro Q3 zum Beispiel, der lässt dir keine Attack einstellen, ne? Lässt sich das nicht. Deswegen ist das, was Vinny sagt, vollkommen richtig, dass man das kombiniert. Dass man das 'n bisschen gröber macht, erst die Transienten abfängt und das grob dann massiert, wenn man so möchte, ja? Könnte man serielle Kompression nennen. Bandmäßige serielle Kompression, was wir sehr, sehr oft übrigens bei Vocals nutzen, wenn wir komprimieren, wenn wir die Vocals dicht haben wollen. Kennt ihr ja das Spiel. 1176er und ein LR2A. Der erste ist 'n FET-Kompressor, der zweite, der sehr, sehr schnell ist und der zweite ist halt eben 'n Optokompressor, der sehr, sehr musikalisch komprimiert. Und so kriegst du Musik oder beziehungsweise Vocals sehr, sehr gut eingedämmt, seriell. Also, so wie Vinny sagt, völlig richtig. Kombination. Und da muss man erst mal hinkommen. Da muss man sich viel mit den Tools beschäftigen. Welches Tool ist wofür geeignet? Ne, zum Beispiel den FabFilter Pro DS, den DSer vom FabFilter, den benutzen Toni und meine Wenigkeit extrem gerne für Laute. Da kann er besonders gut agieren. Ich finde, für Sibilanten ist er nicht so gut. Ja? Und was heißt nicht so gut? Das liegt auch im Auge des Betrachters sozusagen. Vielleicht kann ich's auch nicht richtig einsetzen, glaube ich aber nicht. Ich bin geisteskrank, was diese Plugins angeht, aber von mir aus. Und genau, da gibt's halt wieder 'n anderes Tool für, wo man sagt: „Okay, mit den Sibilanten", zum Beispiel den Weiß-DSer. Der ist praktisch unhörbar, der ist echt krass. Kann man auch nur empfehlen. Genau, sonst dynamischer EQ. Ich hoffe, es hat das beantwortet. Genau. Clipping funktioniert manchmal auch. Genau. Schnelle Transienten in den Griff kriegen. Yes, Weiß-DSer. Yes. Jo. Jo, haut rein. Baslane macht also Mono besser Stereo und nicht umgekehrt, richtig? Äh, ja, das könnte man so sagen. Man könnte aber auch genauso gut sagen, Baslane sorgt dafür, dass der Monobass, der schon vorhanden ist, im Prinzip auf die linke und rechte Seite unterschiedlich verteilt wird, mit Saturation zum Beispiel. Das heißt, man macht ihn noch mal ja, voneinander man dekorreliert ihn. Das möchtest du ja machen, damit du sozusagen Stereobasisbreite kreierst. Das ist das, was passiert. Und so wie sie das gemacht haben mit dem Algorithmus und den Filtern, kann man im Prinzip auch genau die Dosis bestimmen. Und ab wann das überhaupt passieren soll, das ist ja auch interessant. Wie ich sagte, wenn 'n Bass bei 200 Hertz im Prinzip seinen Druckpunkt hat, würde ich nicht unbedingt 200 Hertz an die Seite drücken. So, sondern eher vielleicht weiter oben, 340, 400, 'ne Oktave drüber zum Beispiel, ist 'n guter, Punkt. Und bei Baslane kannst du auch genau dir das Delta anhören. Das ist halt das, was richtig geil ist. Du kannst genau hören, was du dazu addierst. Das ist für mich auch immer so 'n unabdingbares ja, unabdingbare ein Feature sozusagen, was ich bei eigentlich bei jedem Plugin haben möchte. Jo. Yeah, würde ich auch sagen. Genau, probier's auch mal aus, ne, und versuch mal den Bass zu stereoisen. Du meist ganz genau psychoakustisch können wir Bass nicht greifen, wenn er sozusagen an den Seiten ist, wenn er in der Difference ist. Du kannst Bass nur greifen, wenn er im Sum ist, also in 'nem Monobereich. Das ist halt so. So hörst du ihn am besten, so kannst du ihn am besten fühlen. Es ist einfach Psychoakustik. Was man aber fühlen kann, sind die Harmonics, was ja sehr, sehr oft gemacht wird. Dass man 808s überhaupt hören kann auf Small Speakern, liegt ja daran, dass man die saturiert. Und man könnte sich überlegen, grade für Spatial Audio, grade für irgendwie Binaural hören, dass man da 'n bisschen obere ich würde sagen, ja, vielleicht 'ne Oktave über dem Bass. Sagen wir wieder das Beispiel mit 200 Hertz, 400, da so 'n bisschen rummacht. Hast du schon Erfahrung mit dem Ham Audio La Limiter? Ja, habe ich. Habe ich mir tatsächlich besorgt einmal zum Ausprobieren und ein absolutes Monstrum. Kann ich nichts anderes zu sagen. Nicht zu vergessen, alles an Devices hat seinen Platz. Damit kriegst du Musik nicht so laut, wenn es dir um Lautheit geht, wie mit digitalen Limitern. Aber das Geile an dem La-Limiter ist natürlich, dass er tatsächlich, obwohl er analog ist, eine Delay-Funktion innehat. Genau, die Lookahead.
Ja, das wird halt irgendwie vorher berechnet, ne? Wie das funktioniert, das kann ich dir nicht genau sagen. Look Ahead bedeutet, dass du im Prinzip in die Zukunft gucken kannst. Das ist das, was passiert. Da wird das Signal delayed, wird analysiert und wird dann über den Sidechain an das eigentliche Triggersignal gegeben sozusagen oder an das eigentliche Signal zum Runterfahren, VCA, an den VCA. Das ist sehr komplex, Steffen. Das wird zu weit führen. Da müsste man sich sozusagen stellst immer sehr, sehr tiefgründige Fragen, du hübscher Mensch. Ja, kennt ihr aus der Software Lookahead. Lookahead heißt, man schaut erst mal sozusagen, bevor man anfängt zu arbeiten. Heißt, das Triggersignal wird erst mal analysiert. Das kann man über 'ne Delay-Funktion machen, beispielsweise. Funktioniert einwandfrei. Es ist aber eben nicht nur das. Der benutzt einen fantastischen Transformer, der halt einfach schon was mit der Musik macht. Der rundet den Bass ab, der hat Obertöne, kreiert Obertöne und on top of that hat er auch noch ein Stereo Enhancement, was sehr, sehr geil funktioniert. Das Stereo Enhancement ist eben nicht nur die Difference anzuheben von der Lautstärke, sondern entsprechend auch zu saturieren. Das heißt, es wird noch mehr dekorreliert. Erst mal wird's lauter gemacht und dann dekorreliert. Ich kenne auch nur einen, der das beantworten kann. Dankeschön, das ist süß von dir. Ja, ich habe mich nicht zu sehr mit dem Teil beschäftigt, ne? Ich kenne aber den Typen. Also, ich kenne den Schichtstoff. Da kann ich dich mit gerne verbinden. In neuen Tracks habe ich das Gefühl, dass manche Lead-Sounds komplett keinen Anteil in der Mitte haben, sondern nur an den Seiten, auf dem Techno. Wie macht man das am besten? Mit dem MSAD die Mitte muten? Ja, du musst halt immer zwischen Stereo und Mono schalten. Also, was ich mir sehr, sehr oft was ich mir vorstellen kann, ich hatte jetzt Christian Johnson, ein Student, der bei uns ist, gerade im englischen Mastering-Kurs, der hatte mir einen Track geschickt und hatte mich gefragt, wie die das machen sozusagen. Und da war der Synthesizer, also wie so ein Lead-Sound in dem Song, es war so Disco-mäßig, war extrem breit. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Stem-Mastering gemacht wird. Du musst alles andere, wir reden ja immer darüber, was ein gutes Master ausmacht oder einen guten Mix ausmacht. Frequenzbalance, Amplitudenkontrolle und die entsprechende Lautheit für das Genre, mal kurz zusammengefasst, die 3 Punkte. Und stell dir mal vor, du hast alles andere intakt. Heißt, der Bass sitzt richtig, andere Lead-Sounds sitzen richtig, dass wenn du von Stereo auf Mono schaltest, du den Sound nicht verlierst. Ist monokompatibel. So, drückt richtig schön in der Mitte, klingt fantastisch, keine Phasenschweinereien. Dann kannst du natürlich über Stem Mastering diesen einen Synthi oder den Lead Sound, den du sehr breit haben willst, breit machen. Dann geht er halt in den oberen Mitten verloren, spielt ja gar keine Rolle. Das interessiert dich doch nicht. Das Fundament ist schon gesetzt. Und sobald du dann eben mit Earbuds hörst oder mit Kopfhörern, hörst du ihn wieder perfekt. Und es macht wieder was in deinem Hirn, ne, weil da sich was bewegt, ist schön breit, kreiert Lautheit auch. Breite, ne? Das Gefühl von Lautheit. Also, so machen sie das in der Regel. Und die werden halt auch richtig breit gezogen. Also, man kann sich das in 'nem Korrelationsmeter auch angucken, dass meistens genau diese Areale runterfahren. Es gibt aber auch noch andere Tricks. Es gibt zum Beispiel den Trick zu sagen, das Direktsignal wird gar nicht so breit gemacht. Ich aber achte darauf und dann kopiere ich das Signal und setze noch mal ein komplett dekorreliertes Signal on top, was ich breit mache. Oder ich nehme Hall. Den ich megamäßig komprimiere, den ich megamäßig mit einem Upward Compressor sozusagen die leisen Anteile laut mache, sodass es richtig dicht wird. Der MV2 von Waves ist zum Beispiel 'n absolut hammermäßiges Tool dafür. Dann wird das Ding schön dicht und das spreade ich an die Seiten. Da nehme ich die Monomitte raus aus dem Hall, spreade es an die Seiten und schon klingt der Synthi richtig breit. Und das on top auf den Synthi oder auf den Lead Sound, was du meinst. Ich glaube, dass es gefährlich ist, die Mitte komplett wegzunehmen. Es ist die Dosis von der Mitte, Vinny. Das würde ich nicht machen. Das ging falsch. Hall, gute Idee, ja, definitiv. Auch Delay funktioniert sehr, sehr gut. Die werden auch noch saturiert. Also, was teilweise mit Send-Effekten gemacht wird, die Leute hauen sich da 'n Hall rauf und denken: „Oh, das klingt ja scheiße.“ Ja, weil es einfach das Korrelat stimmt einfach nicht. Der Hall ist viel zu loose im Gegensatz zu der Dichte von deinem Song, ne? Ich mache viel mit Outboard, aber bis jetzt immer Digital Limiting. Ist der Unterschied zu einem analogen Bettermaker. Ähm, Der Unterschied zu einem analogen Bettermaker Cello ist halt einfach, dass analog seine, ja, Gegebenheiten hat, wo es glänzt. Die Problematik ist, den direkten Vergleich zu ziehen, würde ja bedeuten, dass man immer die DA-AD-Wandlung mitberechnet. Das Gain Staging und so weiter, ja?
der DA-AD-Wandlung. Das macht man ja in den meisten Fällen nicht. Du hörst dir das Plugin an und dann machst du 'n analogen Limiter sozusagen und dann hörst du dir es an. Was du aber vergisst, dass die DA-AD-Wandlung auch wichtig ist, dass man das immer hören muss sozusagen, weil da passiert auch schon ein bisschen was. Und das hört man tatsächlich. Was analoge Limiter sehr gut können, ist halt Dreidimensionalität zu kreieren. Es klingt deutlich natürlicher, aber nur Hi Pedda, nur bis zu einem bestimmten Maß. Sobald du das Maß überschritten hast, was in der analogen Welt grade zum Lautmachen sehr, sehr schnell passiert, klingt es mitnichten so dicht und laut wie in der digitalen Welt. Also, analoge Limiter machen insofern Sinn, ne, wenn ich das jetzt beschreiben würde: „Was findest du gut daran?“ Wenn ich sowieso schon in der analogen Chain bin, warum soll ich vor dem AD-Wandler nicht noch mal kurz limitieren in der ersten Instanz? Und dann noch mal Post-AD-Wandler limitieren. Das macht vollkommen Sinn für mich, weil du ja sowieso schon im Outboard bist. So. Und dementsprechend macht das auch Sinn. Wenn du dir zum Beispiel meine Masterlab-Konsole anguckst, die du jetzt nicht sehen kannst, ja, die übrigens besser ist als die DMC von Friedemann. Wir machen da immer so 'n kleinen Schnack und Scherz, das meine ich überhaupt nicht so. Die DMC von SPL ist der Wahnsinn. Meine Masterlab-Konsole ist aber auch der Wahnsinn, die MT-C1X. Wenn du dir das anguckst, dann wirst du etwas haben, das nennt sich Post-Output am 6. Insert. Der hat 6 Inserts, wo du Hardware reinschalten kannst sozusagen und verschiedene Sachen machen kannst, NMS und so weiter und so fort. Und der sechste hat ein Post-Output. Das heißt, ich kann sogar mit dem Gain in den Limiter reinfahren, bevor ich in die AD-Wandlung fahre. Also auf den sechsten Insert, Post-Ausgang meines Loops in meiner Konsole einen Limiter einschleifen, was die meisten Leute eben machen, ne? Ja, der arme Friedemann, auf jeden Fall, der kriegt ja keine MTC 1X mehr. Die baut der Live nicht mehr, der Live Messes. Hat die Bauteile nicht mehr dafür. Irgendwann verkaufe ich meine für 1.000.000 €. So, ja, ich hoffe, das beantwortet das. Genau, aber jetzt, digital Limit, genau, Unterschied, genau. Der zweite, ich habe den zweiten gehört von Betamaker, der klingt auf jeden Fall besser und offener als der erste. Du bist selber 'n geiler Typ. Dankeschön, sehr, sehr gerne, Cello. Es ist so, dass der zweite noch besser klingt als der erste, hat weniger Verzerrung, grade wenn du's 'n bisschen heftiger anfährst. Was man nicht vergessen darf bei dem Betamaker-Kram ist, grade bei dem Betamaker Limiter, ist, dass der Clipper ziemlich geil ist. Das darf man alles nicht vergessen, weil der Clipper und dieses Phänomen funktioniert unfassbar gut, dass man immer vor einen Limiter einen Clipper setzt. Die meisten Leute behaupten, dass man mit einem Limiter, wenn man 3 Stück davon verwendet, im selben Modus vorausgesetzt, wir reden jetzt immer über denselben Limiter, dass sie sich die Arbeit teilen. Ich habe das geshootoutet, könnt ihr selber mal machen. Ich höre keinen Unterschied. ABXen das Ganze. Einmal wirklich, ne, randomisiert, was ist was und dann auflösen, nachdem ihr's gehört habt. „Oh, ich denke, das sind die 3 Limiter. Klingt cleaner.“ Dann löst du's auf und das ist der eine Limiter. Wohingegen, und das haben wir schon mehrfach erklärt, wenn du verschiedene Limiter benutzt, die noch so Tricks up their sleeve haben, das heißt, Transient Designer, bevor sie limitieren. Ja, es funktioniert. Clipper, bevor sie limitieren, dann sieht das Ganze anders aus. Oder 'ne bestimmte Saturation machen in der Upper Midrange, wie der L2 oder der L1, die das sehr, sehr gut können, von Waves. Dann macht es schon wieder Sinn, Limiter zu stacken für Sound, aber nicht für klingt cleaner. Das macht keinen Sinn, ist für mich überhaupt nicht. Wohingegen ein Clipper vor einem Limiter den Limiter deutlich mehr Headroom lässt, weil ein Clipper schneidet rigoros ab. Der Clipper kennt gar nix. Der Limiter schneidet gar nix ab. Das ist halt der Punkt. Die Leute verstehen das nicht. Der Limiter sorgt dafür, dass, wenn der Threshold erreicht wird, die ganze Musik leise gemacht wird, damit sie eben nicht oben über den Schwellwert kommt. Das muss man einfach verstehen. Es ist wie ein schneller Kompressor, wenn man so möchte. Und einige würdest du sagen: „Oh, ich habe mir das angeguckt in Plugin Dr. Fasi. Du redest Quatsch, Dr. Fasad.“ Das ist dann, von hallo, bin ich noch da? Hallo, hört ihr mich? Ja, so, jetzt war ich kurz eingefroren für 2 Sekunden. „Das ist Quatsch, was du sagst, das passt irgendwie nicht“ und so weiter und so fort. Ich habe mir das angeguckt im Plugin Doktor und der truncated das Ganze ja wirklich. Also, das stimmt nicht, der schneidet das ab, die Peaks. Ja, weil da 'n Clipper davor ist. Es sind mehrere Stages von Limitern. Wie sollen die denn sonst aufm Markt bestehen? Versuch doch mal mit dem L2 von Waves Musik genauso laut zu machen wie mit dem Pro L2 von Fabfilter. Versuch's doch mal. Wenn du das hinbekommst, dann kannst du mich anrufen, ja? 333 421. Ruf mich an.
Das ist es dann, ja? Und es ist leider man muss sich die Sachen wirklich anhören. Genau, „Gonna take the chance, würde Detlef D. Soest sagen, ein Homie von mir übrigens. „D, du siehst fantastisch aus.“ So, er wird das nie hören, aber ich sage es trotzdem, ist egal. Detlef, ich habe dich lieb. So, okay, wie geht's weiter, Jungs? Haut raus. Habe ich irgend 'ne Frage vergessen? Lass mich mal backscrollen hier. Dann sind wir richtig modern hier, Alter. So wie Trinnov dauert es auch noch bis Ende Oktober mit liefern. Wo bei wem? Friedemann. So wie Trinnov, da dauert es noch bis Ende mit liefern. Hm. Ja, FGX2, genau, Transient Design. Ja, ja, genau. Ja. 01900555 Dr. Plugin. Ihr seid ganz süß. Das finde ich total süß. Das macht mich stolz, dass Menschen so nett zu mir sind. Ja. Oh, was ist denn da wieder hier? Was passiert hier? Bin ich da? Neu laden. Komm, gib Gas da. Bin ich noch da? Seht ihr mich noch? Irgendwas hat nicht geklappt hier. Was ist denn hier los da? So, aber ich sehe dich hier. Warte mir ein Wolf. Dann könnte ich bei Transienten, der mir zu viel hat, bevor ich in die Hardware rausgehe, minimal klippen. Cello, fantastische Idee. Fantastische Idee. Hardware haben wir das Gefühl. Type, hört man mich noch? Ja, bis da. Okay, wunderbar. Jetzt sehe ich ja diese Comments hier an der Seite nicht mehr. Irgendwas hat da irgendwie ist jetzt verkackt. Okay, ist egal. Ich muss ja an die Seite gucken. Was soll's. Hardware mag es nicht gerne haben, wenn die Musik fluktuiert. Das bedeutet, wir haben einen eher mäßigen RMS, ist eher leise der Song, wenn man so möchte, eine mäßige mittlere Lautheit und extreme Peaks, insbesondere diese verrückten oder dummen Peaks, wie Friedemann sie nennt, ja? Wenn das passiert, dann haben wir das Gefühl, gerade Dynamic Tools, dass sozusagen der Kompressor mit seiner Detektion nicht mehr sauber auf dieses unnatürliche Signal reagieren kann. Versucht mal einen extrem dynamischen Vocal, Verse, Chorus oder was auch immer, mit einem Kompressor zu komprimieren. Versucht das mal. Es wird immer wack klingen, weil ihr kriegt entweder sozusagen nur die Transienten runter oder ihr fahrt so weit rein, dass es anfängt zu distorten. Deswegen ist serielle Kompression sehr, sehr sinnvoll. Ja, deswegen funktioniert der Trick übrigens mit dem 1176er und dem LA2er so. Der 1176er ist zwar kein Clipper, aber der arbeitet in Microseconds, wenn du sehr schnell bist. Heißt, er holt sich die initialen Transienten und raved die Musik runter und komprimiert sie. Und danach kann der LA2er, ein sogenannter Soft-Knee-Kompressor, seine Arbeit fantastisch verrichten. Das Leveln. Und deswegen hat Cello vollkommen recht. Erst einen kleinen Tick klippen, insbesondere wenn sozusagen die Musik sehr viele dumme Peaks hat. Und dann geht man in die Hardware. Das machen viele Leute und das mache ich unter anderem auch, wenn es notwendig ist. Nicht immer, nicht standardmäßig. Ne? Oder wie ein Freund von mir sagen würde: Standard und jetzt wirst du handsam, so wie die anderen. Der beste Rhyme ever. So, oder ich habe noch einen Rhyme für euch. Wir gehen raus wie Schlangen. So, wie sieht's aus? Alles gut. Okay, ja, bist du da? Okay, weiß ich Bescheid, aber ich sehe euch nicht mehr. Stellt noch mal andere Fragen. Haut raus. Ja. Seid ihr noch da? Ich höre euch nicht. Seid ihr noch da? Chat Overlay, hallo. Hau raus, Chat Overlay. Oh ja, Mann. Oh, du bist süß. Auf jeden Fall. Das wird Spaß, Cello. Da werden wir ganz, ganz viel Spaß haben. Auf jeden Fall. Ne, unsere Devise ist Vintage Warmer, dreh die Scheiße rein, bis sie explodiert und dann klingt es gut. Nein, das ist ein Scherz. Das war ein Homie von mir immer. Das wird schon. Rodger Subbro. Subbro? Ah, Roger Subbro. Ja, das wird cool. Wir lernen auch immer dazu, das ist halt das Geile. Welche Art von Gespräch würde eine Geige und ein Schlagzeug in einem heimlichen Orchestertreffen führen? Geige und ein Schlagzeug in einem heimlichen Orchestertreffen. Hm. Wäre dann für dumme Peaks ein
Ja. Oh, geil. Mr. Willis. Mr. Willis is in the house, baby. Mr. Lavery Gold. Love that dude. So I have to turn back to English for a second because I love that dude. He's one of the best mastering engineers that I know. Boom. Danke, ja, weil Clipper schneidet, genau. Das kommt ganz drauf an, wie viel wir klippen müssen bei dummen Peaks. Das kommt wirklich drauf an. Das kann man alles ausrechnen. Und dann, Friedemann hat das gestern in der Q&A fantastisch gesagt, ist, die Problematik ist, wenn wir es im Mastering machen und wir haben eine Stelle, wo wir es machen, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Problematischer wird das Ganze, wenn wir halt sagen, hier auf der Spur wird geklippt, auf der Spur wird geklippt, you clip it here, you clip it there. I try to translate to in English too for Roger. And yeah, good to see you, my man, good to read you better there. Und dann aufgrund von Clipping sich Aliasing in den Song einbrennt sozusagen. Das kann passieren. Da hat Friede gar nicht Unrecht. Außerdem, idealerweise bist du mit einem abhängig davon, wie du klippst, wirklich abhängig davon. Nimmt meine Worte immer wirklich, dass es abhängig ist. Gibt kein absolut gibt es einfach nicht, auch im Leben nicht. Alles ist relativ, aber, Friede hat vollkommen recht, wenn er sagt: „Passt auf, dass ihr nicht zu viel klippt.“ Ne, auf der anderen Seite hatte ich gestern das Beispiel genannt, dass eine Ära von Sound über Clipping bestimmt wird. Warum wohl die Leute immer mit FL Studio gearbeitet haben? Weil standardmäßig am Default, wenn die Drums programmiert haben, auf der Summe von FL Studio immer 'n Clipper drauf war. Und sie dann der Behauptung sozusagen nahe kamen: „Oh, FL Studio hat 'ne bessere Engine. Das drückt mehr. Die Drums klingen besser.“ Ich glaube ja, das ist, weil man das besser cracken kann, warum sie es benutzt haben. Aber eine ganze Ära, Trap, Drake-Stuff und so weiter und so fort. Hip-Hop lebt vom Clipping. True words, baby. Ja. Genau, also es kommt ganz drauf an, was cleaner ist. Man muss beides ausprobieren. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es gibt den einen Anwendungsfall, deswegen habe ich meistens beides dann auch mal ausprobiert kurz. Und das, was mir besser gefällt, das nehme ich natürlich mit. Aber Clipper können genauso, grade Hardclipper können extrem transparent sein. Witzigerweise, weil es abhängig davon ist, wie viel du clippst. Ja. Love you too, man. Du da da da. Me no understando. Mister Roger not understando. Ja. Ja. Fragen Sie, fragen Sie. Ja, all diese Fragen, Fragen, Fragen. Ich habe keine Lust mehr, was zu sagen. Für welches Material ist der PSP Vintage Warmer gut zu nutzen? Gut nutzbar. Also, der PSP Vintage Warmer, was, steht witzigerweise schon im Namen. Was ich supergeil daran finde, ist, dass er im Prinzip Saturator und oder Tape-Emulator, call it whatever you want. Also, im Prinzip, Tape ist ja nichts anderes als erstmal, wenn man so möchte, ungradzalige hinzuzufügen, harmonische und dann je nachdem, wie man es anfährt, auch gradzahlige Tape ist in der Regel gar nicht warm, witzigerweise. Es hat ein bisschen was mit dem High Frequency Compression zu tun. Das wird jetzt schon wieder zu weit für dich, wird schon wieder zu nerdy. Aber der Vintage Warmer ist besonders für aggressive Musik geeignet, weil er, wie gesagt, beides kombiniert. Und selbst für softe Musik ist er sehr, sehr geil geeignet, weil man den Nie-Wert sehr, sehr geil einstellen kann. Also einen prozentualen Nie-Wert. Es ist halt so eine All-in-One-Lösung. Eigentlich im Prinzip ein Kompressor, Saturator, Multiband-Kompressor eigentlich auch. Und du hast ja noch eine EQ-Lösung mit 2 Shelves, die du bemühen kannst. Low und High. Also damit kannst du schon extrem viel machen. Aber für moderne Musik finde ich ihn immer noch unsagbar. Ja, Get Nutty, Baby. It's Kelly, Baby. K-Clip 3 für immer. So machst du ja 3 dB Clipping für Stupid Peaks. Ja, ja. Der K-Clip, der kann ja eben auch verschiedene Arten von Clipping machen. Ich finde den K-Clip auch unglaublich geil. Der kann verschiedene Arten von Clipping machen, aber also, muss man wirklich mehrere Clipper haben? Meine definitive Antwort dazu ist nein. Carly Haley ist schuldig. Schuldig, schuldig, der Arme und hat nichts getan. Ja, ich würde mir 'n Standard-Clip kaufen und fertig. Es gibt, glaube ich, auch von K-Clip allerdings der Vorteil an K-Clip ist, was K-Clip jetzt dem voraus hat, ist, er kann in Multiband genutzt werden. So könnte man nur die oberen Mitten klippen. So viel zu harschen Vocals.
So, okay. Geht's weiter oder was hier? Haut mal was raus da. Ja, Vinny weiß, was er tut. Also, diese Art von Clipping macht vollkommen Sinn. Ich fühle dich, mein Bruder. Noch mal ganz kurz zu seinem K-Clip mit seinen 2, 3 dB, genau. Das ist mir meistens schon zu viel, aber es ist kommt auch immer drauf an, wofür. Mixing noch mal 'n bisschen anders, ist ja immer das Ding. Text, Green, Game Over, das Ding. Da. Nein, nein, das. So, was macht unser Dolby Studio? Ist fertig. Und klingt unfassbar. Thanks to Dennis Bush, the craziest guy in the world Wrestling Federation. Verstehst du? Er sollte sich beim Wrestling anmelden, so heftig wie er ist. Hat abgeliefert, Alter. Was der aus dem Raum rausholt, ich glaube, das kann Vinny bestätigen. Der war bei ihm, hat da ein bisschen rumgerückt und so. Ja, ja, genau, für Mixing Techno auf jeden Fall. Definitiv, ja. Der Dennis Bush ist alles aus. Bei mir war Markus Bertram ist auch alles aus. Es gibt so viele geile Typen. Just buy a Lavery Gold, yeah. Yeah, that's what I'm saying to most people. Just buy a Sevita, Lavery Gold, and just clip that shit, and you're good to go. Never use a limiter again. I think this is one way Roger works, and it makes totally sense to me though. You can just clip everything. Yeah, get a Lavery Gold and clip it to death. You know, it has so much headroom. It's crazy. But I'm Roger. I'm really curious about the new Prism converters, my brother. I will get one, and I will let you know if they sound ridiculous. Mark from Prism Sound told me that whenever you hear it, you want to buy it. It costs like 15,000 or something. I don't know what they're thinking. Yes, it's absolutely the way you work, and your work is amazing. So that stands for itself. See, I really thought about buying a Lavery Gold, and I think I will get one. I have to get one. Lavery Gold. Übrigens könnt ihr das bei uns im Merch kaufen, ja? Ich mache eigentlich keine Werbung hier immer, aber könnt ihr gerne kaufen und so. Wir wollen pro T-Shirt 3.000 € haben. Dieses Ding in dem Hintergrund ist Hammer. Das mache ich jetzt immer so. Jetzt verschwinde ich da irgendwie immer. Ich glaube, das ist, weil das Licht so schlecht ist oder so. The new Prism at NAMM. It's amazing. Yeah. Oh, that's what I wanted to hear. That's what I wanted to hear. Thank you, Roger. So my bank account, and I have to sleep on the balcony for, I think, yeah, at least 3,000 € for the T-shirt. I have to sleep on the balcony for, I think, 9 years because I buy myself that Prism. Ja, Vinny kriegt 50%, alle anderen 3 bitte. So, Jungs, Mädels, ich hoffe auch Mädels sind auch dabei. Haut mal raus hier. Haut mal raus, du. Fasi ist gleich hier, muss halt gleich die Kinder ins Bett bringen, ne? Haut mal raus. Hoppla, da ist schon wieder was schiefgegangen. Was ist denn da wieder schiefgegangen? Hallo? Bin ich noch da? Ja, ich bin schon wieder da. Okay. Nice to see you too, man. Yeah, Mr. Road. How are you, man? Was so fucking proud of you to not sound cocky or something. You crazy. Yeah. Yeah. He is back. Yeah. He did such an awesome job. There are some people you always remember. Or as we say, remember the time. Awesome. Gut. Kann man mit dem T-Shirt besser mixen und mastern? Yes! Definitiv. Damit beherrscht ihr automatisch Clipper Limiter und Clippiter. Vom Bettermaker übrigens. So. Ja, auf jeden. Auf jeden. So, mir ist das hier so dunkel, kann das sein? Irgendwie Alone in the Dark oder irgendwie sowas läuft hier ab. Licht anmachen oder was? Ich scroll mal weg. Viel besser. Oh, guck mal, viel besser. Und die Auflösung auch nicht besser. Wie findest du den Burl Bomber AD-Wandler? By the way, ich bin eher auf der Rock'n'Roll-Schiene. Für Rock'n'Roll, Lavery Gold oder Burl, fantastisch. Finde ich super, den Wandler. Guck mal, es gibt Philosophien von Wandlern, die man sich sozusagen immer so ein bisschen einverleiben muss, DA-seitig werden wir uns wahrscheinlich alle einig sein.
warum sollte ich einen DA, also von digital nach analog nehmen, der färbt? Warum? Ich will ja das Signal so authentisch wie möglich in meine Kette bringen oder zu meinen Monitoren, die ich abhöre, ja? Ich denke, da sind wir uns du bist selber hübsch, ähm, einig. Die zweite Geschichte, die man sich sozusagen überlegen muss, ist AD-seitig mehrere Wandler zu haben, einen für mehr Farbe. Mit Farbe meint man eigentlich, wie behandelt er die Tiefmitten, die Tiefen, also 300 Hertz, 400 Hertz, wie behandelt er die Tiefen, 100 Hertz, 50 Hertz, Subbereich und wie geht er mit dem Midrange um, mit dem Upper Midrange, 4K, 2K, 3K, 1K und so weiter, ja, you name it. Und, yeah, I need a green screen. You're definitely right. Und der Burl färbt. Das ist aber auch Intention. Weil der 2192 von Universal Audio ist ja auch von dem Erbauer des Burl-Wandlers und der hat einfach eine bestimmte Fasson von Wandler auf den Markt gebracht. Finde ich großartig. Aber du solltest dir auf jeden Fall auch mal den von Rupert Neve reinziehen. Das ist der Master Bus Converter, MBC. Der kann nämlich auch Transformer mit einschleifen. Haben ja die meisten jetzt übernommen. Auch der Dangerous kann das. Geht natürlich nicht wie ein Burl, aber ja. Also Lavry hat auch seine eigene Farbe. Und das meiste, was man so modern hört, sehr breit, sehr groß. Hi Ziad, what's up, man? Yeah, I'm here to learn audio and German. Yeah, that's no problem. Just know two things. It's like wir, gemeinsam. Now you know everything that you need. Yeah? See? Ich kann das machen. Ich kann da nix. Yeah. Oh, yeah. Hope you're fine. Thank you. I'm very proud to have learned. Oh, thank you so much, man. That means like I don't know. That means so much to us when you say such things. Then waking up every day at 4:30 in the morning, like, yeah, is paid off by these comments. That's crazy. Thank you so much, Nick. Yeah, we're doing our best to develop and get better and better. As you see, we are providing live, and this is just me talking and hear me talk, as some people might say. And there are some other live streams where we show stuff, music and stuff. So whenever you have the time, Nick, come in, man. I don't hold back. I'll show you everything, and Tony as well. So, wo waren wir stehen geblieben? Ziad wollte auf jeden Fall Deutsch lernen. Deutsch. Lavry, tender, Lavry, sweet. Yeah. Lavry, tender, Lavry, sweet. Lavry ist, man muss es mögen sozusagen. Also es gibt auch, ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen, ja? Yeah, no True Peak. That's Roger's name, though. No, don't push the True Peak button. Roger, I give you a hint, man. This is from me to you, you beautiful human being. The True Peak limiter from Tokyo Dawn Labs sounds basically invisible. This thing is crazy. This is nuts. We used it today on a session with a guy who had like 3 dB of true peaks, and the peaks were like really annoying. Just to have it in mind, we can talk about it later, The hidden games. We don't push it here. Ich verarsche euch. Nein, Spaß. Entschuldigung. Ich glaube, das darf ich gar nicht sagen. Verhintern. Ich verhinter euch. Wo sind wir? No True Peak, that's yes. Also, was ist heutzutage besser, empfehlenswerter? AVB oder Madi? Oh. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Das tut mir Stefan, ich habe dich sehr lieb, das weißt du. Ist einer meiner Liebsten sozusagen. Aber ja, für große Mengen an Channels natürlich, ne, ist Madi unerlässlich. Wenn man sie gleichzeitig machen möchte. Ja, also ich weiß nicht, wie ich dir das am besten sagen soll. Ich benutze das halt nicht sozusagen. Deswegen kann ich dazu auch selten was sagen. Ich weiß einfach, und da musst du mir einfach vertrauen. Ich habe schon einige Studios gehabt und in einigen Studios gearbeitet, in einigen ganz, ganz vielen, dass einfach USB mega tight läuft und ich da auch nichts Besseres brauche sozusagen für das, wie ich arbeite, ne? Heißt in the Box mischen oder in the Hybrid mischen oder eben mastern. Das ist halt das Ding. Müsste ich noch mal in mich gehen, Herr Hunter,
um dir was Geiles dazu zu sagen, sozusagen. Da hast du dann viele Track-Counts und wenn, dann wird auch selbst über USB oder Thunderbolt wird ja genug sozusagen verteilt. Die anderen Sachen, das ist mir alles dann immer so komplex. Da brauchst du halt dann wirklich auch dann entsprechend 'ne MADI-Port, musst es dann verteilen et cetera pp. Das ist natürlich der Vorteil, ne, dass du dann gefühlt mit einem Kabel da irgendwie deine 128 Channel da rüberhaust. Aber, ja, ich nutze es halt nicht. So, deswegen kann ich dann nicht viel zu sagen. Habt ihr noch Fragen? Sind da noch Fragen? Fragt mich, ihr hübschen Mädchen, fragt mich. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Und bei solchen Geschichten, wenn du AVB Madi, dann würde ich auf jeden Fall immer sozusagen mir überlegen, dass man in eine Richtung geht, die Sinn macht. Das bedeutet, dass man, am Ende des Tages sich für ein Interface entscheidet, wo man weiß, dass die Leute einfach damit arbeiten. Ja, ich würde auch eher zu Dante raten. Genau. Aber nur, wenn die Kompatibilität gegeben ist. Das war übrigens auch die Empfehlung von Prism. Die haben auch zu mir gesagt: nimm mal Dante.“ Das hätte ich auch gesagt. Dass Dante dann noch so 'n bisschen im Moment, auch mega stabil läuft. Mhm. Ja, das hätte ich auch eher gesagt. Habt ihr noch was? Habt ihr noch was? Ein kleines bisschen nur. Der Dante Standard ist meines Erachtens verbreiteter als Madi und AVB. Ja, ja. Ja, danke, Type. Würde ich so erst mal unterschreiben. Also, die meisten, die ich kenne, benutzen auch eher Dante. Du hörst selten, dass jemand Madi sagt. Das ist aber in unserem Freundeskreis, in unserem Producerkreis und so. Und da haben wir halt natürlich das Privileg, dass da wirklich einige bei sind. Einige große. Genau, Dante Virtual Soundcard, genau richtig, ja. Das ist auch echt durchdacht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ne, das sieht man ja auch, dass auch Trin auf Dante setzt. Ja. Roger, are you still in, man? I'm really curious to the Prism sound converters, they sound 3D, right? Like really wide and really, really clean, right? I would say so. That they sound like the 19-inch version rather than the Lyras and Titans and what was the other one? Titan and I forgot the name. Atlas. Yes, I thought so. And the good thing is they are 32-bit. Really 32-bit Integer, which is Ice Music. Hallo, das ist so schlimm, ich kann das nicht lesen. آقای خوب، من نمیتونم بخونم. Ice Music, was is Ice Music? یاد گرفته بودم اما یادم رفت چجوری باید بخونمش. Lieber English. Better English. Yes, yeah, okay. I will decide. I will get the Lavery Gold and the Prisms. Shit. This is like 10 years on the balcony. Hope the weather gets better in Germany though. So they're great. 32-bit could be a game changer. Yeah, it is basically. Roger, I'm telling you. I will tell you a story, a neat one. We have in the academy, we have the Steinberg AXR 4 from Steinberg, Yamaha, Rupert Neve. And they did it together. Basically, the architecture and stuff is made by Yamaha. And it has 24 dB U plus 24 dB U headroom. And the 32-bit converters, you can really, really like go in. Next step 64. Yeah, I don't think that you hear a difference though. Also doch der Lavri. Ich weiß nicht, Herr Feilner. Ich weiß nicht. Der Feilner, der kennt sich sehr gut aus. Ist auch ein liebgewonnener Mensch. Da habe ich sehr viel Glück, mit solchen Menschen zu sein. Ich weiß es nicht, ob es der Lavri wird. Ich glaube, Prism wird es erstmal prinzipiell. Leider bieten sie beim Prism noch kein Thunderbolt an. Ich muss dann wieder über AES gehen. Das heißt, ich haue mir eine RME-Karte rein, AES und hau das dann rein. Ali's Music. I cannot read that. I'm sorry. Ich kann das nicht lesen. Yeah. I try my best. Is there a translate thing?
going on? Wait a second. Let me see if that works. No. Ja, deswegen, Herr Fallner, ich bin mir noch nicht ganz sicher, du hübscher Mensch. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Arbeitsweise, wie ich arbeite mittlerweile, ist halt so 'n bisschen wie Roger. Ich mache das Gain Staging in der Regel schon an der analogen Domäne, deswegen fühle ich ihn komplett. Ich bin auch nur durch ihn dahin gekommen, fernab davon. Roger told me and taught me how to use that this way, to gain stage basically in the analog domain. So, thank you for that, Roger. Love you, baby. So, ask questions, fragt. Baba بپرسین. Rien ne va plus. So, jetzt auch noch auf Französisch. Ach, gut, dass ich alle Sprachen kann. So, wie sieht's aus? Was geht ab in der Stadt? Wollt ihr mal was reinhauen? Haut noch mal 'ne schöne Frage rein. 21:21. Eigentlich muss ich jetzt schon längst aufhören. Ich muss ins Heierbettchen. Beziehungsweise ich nicht, sondern meine Kids. Du wie 'ne Maschine, zeig keine Liebe, BOZ. Ah, komm, Spanisch noch. Corazón und, Trabajo. Es ist immer Herz und Arbeit. Herz und Arbeit. Trabajo, Trabajo. Vila abajo und Vila arriba. So, ándale, ándale. Mehr sage ich dazu nicht. So, ihr hübschen Menschen, wie sieht's aus? Komm, mach Schluss für heute. Ja, ich glaube, es hat jetzt ausgedient sozusagen. Ich habe euch lieb. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, Fasi, kümmere dich um deine kleinen Süßen. Mache ich. Noch mal ganz kurz zum Schluss. Vielen Dank, dass ihr auf mich aufpasst, sonst kriege ich irgendwann 'n Herzinfarkt und falle hier die Treppe runter. Ihr könnt sie nicht sehen. Warte mal, könnt ihr die Treppe sehen? Da. Da ist die Treppe. Da falle ich dann runter. Ähm, ja, wir werden nächstes Mal Stem Mixing zeigen. Also, das wird sehr spaßig. Das macht der liebe Tony. Zerstört das Ding und eine Woche drauf ist dann is the trend now to do clipping and mastering. In general, what is the tier of projects and mastering that ends up having clipper on it? Ziad, it is a way. This is not a trend, basically. It is a way to create sound, and it sounds way more compact then, and all the stuff gets in its own place depending on which AD converter you use. Like my Prisms, the Lyras, if you prepare the sound prior to clipping, it sounds phenomenal. You know, if you want it. It's not a Lavery though. I cannot push it that much, but it will give me a certain sound, a certain saturation, a certain glue. And then post that, I can still use a true peak limiter and get the clipping off, but the sound is embedded in the stereo file or in the master, in the final master. It's not a trend though. I'm not using it all the time. But when it's necessary, it's always what Friedemann says. It's the vision. Go for the vision. First you have the vision. First there was a beat. First the vision, and then if you need it, you do it. If you don't need it, let it go. Yeah. So let's percent. Yes. Yeah, I think so. That was it. Das war's für heute. Ich wünsche euch das Beste. You're very welcome, Ziad. Thank you, my brother. Ich wünsche euch das Beste. Wie gesagt, nächstes Mal Stem Mixing, dann master ich den Song 'ne Woche drauf. Ich glaube, es ist sogar Rock, weil wir einige hatten, die gefragt haben. Schönen Abend euch. Bleibt gesund. Denkt immer an die Mastering Academy, ne? Kommt zu mir und zu Toni und zu Tai und zu Frank und zu Friede und zu Thorsten und zu Alec und zu Sabrina und zu Soltan und zu Oliver und zu Oliver Mascarotti. Und habt einen schönen Abend. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr sonst machen sollt, Vintage Warmer reindrehen in die Saturation, irgendwann zerrt es und dann habt ihr's. Übrigens, das war Ziad von Pulsar Modular. Die geilsten Plugins on Earth. Checkt sie ab. Bei uns kriegt ihr sogar Prozente auf viele Sachen. Bis dann. Tschüss.